Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Makermouths und auf meinem Kanal dreht sich alles ums Thema Nähen. Hier in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Innenecke mit einem Schrägband einfassen könnt. Makermouth Sewing – Nähen mit der Maus. Als erstes zeichne ich mir die Nahtzugabe auf die linke Stoffseite. Ich mache das hier mit Bleistift, damit ihr das besser seht. Ich empfehle euch aber Schneiderkreide, da diese später wieder weggeht. Schneidet hier die Ecke bis kurz vor der Markierung ein. Steckt euch dann das aufgeklappte Schrägband rechts auf die linke Seite bis zum Knick. So wird das dann später angenäht. Nähe dann genau bis zur Nahtzugabenmarkierung. Um euch das besser erklären zu können, zeichne ich hier eine Linie ein. Diese müsst ihr allerdings nicht einzeichnen. Lasse die Nadel im Stoff stecken, hebe das Füßchen und drehe den Stoff um 90 Grad. Richte dir dabei den Stoff so, dass er unter dem Füßchen gerade liegt. Senke den Fuß und nähe weiter. Drehe den Stoff auf die rechte Seite und klappe das Schrägband um. Stecke es mit Klammern oder Stecknadeln fest. An der Ecke wird der überschüssige Stoff, so wie hier gezeigt, in eine Richtung geschoben und festgesteckt. Näht dann das Schrägband knappkantig an. So sieht die Innenecke dann fertig aus. Wenn es euch stört, dass es hier beim Ziehen aufklafft, könnt ihr das noch mit ein paar Handstichen fixieren. So, das war's auch schon. Gar nicht so schwer, oder? Wenn euch das Thema Schrägband mehr interessiert, schaut euch gerne meine anderen Videos zum Thema Schrägband annähen oder Schrägband selber machen an. Wenn euch das Video gefallen hat, seid so lieb und lasst mir noch einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo da. Das hilft mir und meinem Kanal sehr. Tschüss, bis in 2 Wochen.